Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diese luftige Jacke mit mir zu häkeln. Ich habe die Jacke aufgrund ihrer knallgelben Farbe und des einfachen Musters Goldregen genannt. Wie ihr seht, weist meine Jacke leicht unterschiedliche Farbschattierungen auf. Das gibt mir die Gelegenheit, euch darauf hinzuweisen, dass beim Kauf der Wolle nicht nur die Farbnummer, sondern auch die Partienummer wichtig ist. Die Partienummer bedeutet, dass alle Knäuel aus dem gleichen Farbbad stammen. Ich habe nicht alle Knäuel zur gleichen Zeit gekauft und daher unterschiedliche Partienummern verwendet. Mich stört das bei dieser Jacke nicht, denn in der Natur hat ja auch nicht jede Blüte genau die gleiche Farbe. Aber wenn ihr das vermeiden wollt, achtet darauf, dass alle Knäuel nicht nur die gleiche Farbnummer, sondern auch die gleiche Partienummer haben. Durch das Auflösen der Zunahmen nach der Passe entsteht im Rücken eine kleine Welle. Deshalb empfiehlt sich für diese Jacke ein Garn, das sich gut in Form ziehen lässt, wie zum Beispiel Baumwolle oder auch Bobbelgarn. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros. Die Jacke wird von oben nach unten gehäkelt und beginnt daher für alle Größen gleich. Die Angaben für die verschiedenen Größen von 36 bis 50 erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Die ersten 9 Reihen zeige ich euch mit einer anderen Wolle. Das ändert absolut nichts an der Anleitung. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle. Ich häkle die Jacke Goldregen mit einer Häkelnadel 4 mm. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle zuerst eine Luftmasche, dann häkle ich in den Ring eine feste Masche, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen und ich häkle noch 12 Stäbchen in den Ring, sodass wir insgesamt 13 Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 13 Stäbchen in den Ring gehäkelt. Ich habe über den Anfangsfaden drüber gehäkelt. Wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln das Ersatzstäbchen
in den ersten Maschenkopf und wir häkeln noch ein Stäbchen in den ersten Maschenkopf, so dass wir 2 Stäbchen in einer Masche haben. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und in jede zweite Masche häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in eine Masche häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in eine Masche häkeln, eine Luftmasche, in die übernächste Masche 3 Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen häkeln. Am Ende der Reihe eine Luftmasche, eine Masche auslassen und 2 Stäbchen in den Maschenkopf des Ersatzstäbchens häkeln. Wir haben am Anfang und am Ende der Reihe 2 Stäbchen in einer Masche und 5 Dreiergruppen und dazwischen immer eine Luftmasche. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln wieder das Ersatzstäbchen in die erste Masche und noch ein Stäbchen in die erste Masche. Wir haben immer 2 Stäbchen in der ersten Masche. Jetzt haben wir hier noch ein Stäbchen aus der Vorreihe. Hier häkeln wir ein Stäbchen, sodass hier 3 Stäbchen zusammenkommen. Wir häkeln eine Luftmasche und aus diesen 3 Stäbchen machen wir 5 Stäbchen. Ein Stäbchen auf das erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen und ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen aufs dritte Stäbchen, eine Luftmasche. Und das machen wir bei allen Dreiergruppen gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben am Anfang eine Dreiergruppe, dann haben wir 5 Fünfergruppen, dann häkeln wir eine Luftmasche und am Ende brauchen wir wieder eine Dreiergruppe. Wir häkeln ein Stäbchen auf das erste Stäbchen dieser 2 Stäbchen und 2 Stäbchen in die letzte Masche. Wir haben also am Anfang und am Ende eine Dreiergruppe und dazwischen 5 Fünfergruppen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten immer mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln immer noch ein Stäbchen in die erste Masche. Jetzt haben wir hier 2 Stäbchen aus der Vorreihe. Hier bilden wir ein Kästchen. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen. Hier haben wir schon ein Kästchen, hier häkeln wir noch ein Kästchen und wir häkeln noch ein drittes Kästchen,
Das entsteht jetzt eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, die Luftmasche überspringen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und in die Mitte der Fünfergruppe häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Wir haben jetzt zwischen den Ecken 3 Kästchen pro Kante. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe und wieder 3 Kästchen. Das erste Kästchen, das zweite Kästchen, eine Luftmasche und hier entsteht das dritte Kästchen, in dem wir 3 Stäbchen in eine Masche häkeln. Noch einmal 3 Kästchen. Drei Stäbchen in die Mitte der Gruppe. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, die Luftmasche überspringen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und in die letzte Masche häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, so wie am Anfang der Reihe. Wir wenden die Arbeit und in der nächsten Reihe bleibt die Anzahl der Kästchen gleich. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln immer ein zweites Stäbchen in die erste Masche und jetzt haben wir hier ein einzelnes Stäbchen. Hier häkeln wir ein Stäbchen, sodass 3 Stäbchen zusammenkommen. Jetzt häkeln wir auf jedes vorhandene Kästchen ein Kästchen. Also wieder 3 Kästchen. Und diesmal landen wir auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen. In die Mitte häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und dann noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, sodass hier 5 Stäbchen zusammenkommen. Am Anfang und am Ende der Reihe kommen 3 Stäbchen zusammen. Wir häkeln wieder die vorhandenen 3 Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen. Dann häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Und noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen. 3 Kästchen. Ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen aufs dritte Stäbchen, 3 Kästchen.
ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, 3 Kästchen. Ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen aufs dritte Stäbchen. Noch einmal 3 Kästchen. Wir landen auf dem vorletzten Stäbchen und in den letzten Maschenkopf häkeln wir immer 2 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun eine Zeit lang wiederholt. In der ersten Musterreihe können wir immer die Anzahl der Kästchen um 2 Kästchen erhöhen. Wir häkeln immer zuerst das Ersatzstäbchen und noch ein Stäbchen in die erste Masche. Und wir haben als Basis in der ersten Musterreihe 2 Stäbchen. Hier können wir ein neues Kästchen bilden. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen. Dann häkeln wir die vorhandenen Kästchen. Und hier können wir ebenfalls ein neues Kästchen bilden. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Fünfergruppe. Wir häkeln eine Luftmasche und wir häkeln 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe. Das bedeutet, wir haben jetzt statt 3 Kästchen 5 Kästchen. In dieser ersten Musterreihe haben wir am Anfang 2 Stäbchen, die zusammenkommen, und an den anderen Ecken 3 Stäbchen. Wir bilden neue Kästchen. Wir häkeln eine Luftmasche. Wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen. Dann häkeln wir die vorhandenen 3 Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Fünfergruppe. Wir häkeln noch eine Luftmasche und wir häkeln 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe. Jede Kante erhält nun 5 Kästchen. Eine Luftmasche, ein neues Kästchen bilden, die vorhandenen Kästchen häkeln, und in allen Randbereichen ein neues Kästchen bilden. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe landen wir auf dem ersten Stäbchen dieser Dreiergruppe. Wir häkeln noch ein Kästchen und enden mit 2 Stäbchen in den letzten Maschenkopf. Auch hier haben wir jetzt 5 Kästchen. Und die zweite Musterreihe beginnt ebenfalls mit dem Ersatzstäbchen.
Nie vergessen, noch ein Stäbchen in die erste Masche und ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Hier können wir noch keine neuen Kästchen bilden. Immer nur in der ersten Musterreihe werden neue Kästchen gebildet. Hier kommen 3 Stäbchen zusammen. Wir häkeln die vorhandenen Kästchen Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen, dann häkeln wir 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen und noch ein Stäbchen ins dritte Stäbchen, sodass hier 5 Stäbchen zusammenkommen. Wir häkeln die vorhandenen Kästchen. Wie gesagt, in der zweiten Musterreihe bleibt die Anzahl der Kästchen gleich. Und in den Ecken kommen 5 Stäbchen zusammen, beziehungsweise am Anfang und am Ende der Reihe kommen 3 Stäbchen zusammen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe landen wir auf dem vorletzten Stäbchen und wir häkeln 2 Stäbchen in die letzte Masche. Auch die letzte Kante hat 5 Kästchen. Wir wenden die Arbeit und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden im Prinzip nun stets wiederholt. Im Moment machen wir noch einmal 2 Reihen mit leeren Kästchen. Ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen und einem zweiten Stäbchen in die erste Masche. Und in der ersten Musterreihe können wir hier und hier neue Kästchen bilden. Das bedeutet, in dieser Reihe entstehen 7 Kästchen, 2 mehr als in der Vorreihe. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der 5er-Gruppe. Wir häkeln noch eine Luftmasche. Wir häkeln in die Mitte der 5er-Gruppe 3 Stäbchen. Und wir bilden sofort wieder ein neues Kästchen. Alle Kanten erhalten in dieser Reihe 7 Kästchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe häkeln wir nur noch 2 Stäbchen in die letzte Masche. Jede Kante hat im Moment 7 Kästchen. Und in der zweiten Musterreihe starten wir ebenfalls mit dem Ersatzstäbchen und einem zweiten Stäbchen in die erste Masche und noch einem Stäbchen auf das zweite Stäbchen. Und in der zweiten Musterreihe bleibt die Anzahl der Kästchen gleich. Wir häkeln einfach auf jedes vorhandene Kästchen
wieder ein Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen, in die Mitte häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und dann noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, sodass hier 5 Stäbchen zusammenkommen. Und wieder 7 Kästchen und so weiter, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe landen wir auf dem vorletzten Stäbchen. Hier haben wir noch ein Kästchen und dann häkeln wir 2 Stäbchen in den letzten Maschenkopf. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben 9 Reihen gehäkelt. Diese 9 Reihen sind die Basis der Jacke. Die Form muss ungefähr so aussehen wie bei mir. Und es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, wie diese beiden Musterreihen funktionieren, die wir soeben gemacht haben. Denn diese 2 Reihen werden im Prinzip nun stets wiederholt, nur dass wir jetzt nicht nur leere Kästchen häkeln, sondern wir häkeln ab jetzt das Motiv mit ein. Hier seht ihr das Motiv schematisch dargestellt, damit ihr ein Foto oder einen Bildschirmabgriff davon machen könnt. Wir wenden die Arbeit. Wir befinden uns in einer ersten Musterreihe. Wir häkeln unser Ersatzstäbchen und ein Stäbchen in den ersten Maschenkopf. Und wir bilden ein neues Kästchen und wir häkeln zunächst 3 leere Kästchen, eine Luftmasche, hier entsteht das 4. Kästchen, ein Kästchen überspringen und ins 4. Kästchen dieser 7 Kästchen aus der Vorreihe häkeln wir 3 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche, ein Kästchen überspringen und wir häkeln wieder 4 leere Kästchen. Hier entsteht das 4. Kästchen, in dem wir 3 Stäbchen in die Ecke häkeln. Wir haben 4 leere Kästchen, ein volles Kästchen, 4 leere Kästchen. Ich zeige euch das noch einmal. Wir häkeln eine Luftmasche, wir bilden hier das erste Kästchen, wir häkeln zunächst 3 leere Kästchen, eine Luftmasche, ein Kästchen überspringen, ins nächste Kästchen 3 Stäbchen hineinhäkeln, eine Luftmasche, ein Kästchen auslassen, 4 leere Kästchen häkeln, und die Ecke besteht wie bisher in der ersten Musterreihe aus 3 Stäbchen. Wir haben 4 leere Kästchen, ein volles Kästchen, 4 leere Kästchen. Und genauso müssen alle Kanten aussehen.
und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch die letzte Kante hat 4 leere Kästchen, ein volles Kästchen und 4 leere Kästchen und die Reihe endet mit 2 Stäbchen in die letzte Masche. Wir wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe beginnt wie immer mit dem Ersatzstäbchen und einem Stäbchen in dieselbe Masche und einem Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Da ändert sich nichts. Wir häkeln 3 leere Kästchen. Das dritte entsteht jetzt. Ein Kästchen auslassen und direkt vor dem vollen Kästchen ein volles Kästchen häkeln, drüber springen und nach dem vollen Kästchen wieder ein volles Kästchen häkeln. Eine Luftmasche, ein Kästchen auslassen. 3 leere Kästchen häkeln und in der zweiten Musterreihe kommen genau wie bisher 5 Stäbchen zusammen. Ich zeige euch die Kante noch einmal. Wir häkeln 3 leere Kästchen, ein volles Kästchen, noch ein volles Kästchen und wieder 3 leere Kästchen. Und die Ecke, bei der 5 Stäbchen zusammenkommen, da wir uns in einer zweiten Musterreihe befinden. Und wir machen alle Kanten genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Und die Reihe endet mit 3 Stäbchen, die hier zusammenkommen. Wir wenden die Arbeit. Wir kommen wieder zu einer ersten Musterreihe. Wir häkeln den gewohnten Anfang. Wir häkeln 3 leere Kästchen. Wir häkeln 3 volle Kästchen, immer eine Luftmasche, ein Kästchen auslassen und wir häkeln wieder 3 leere Kästchen bis zur Ecke und die besteht in der ersten Musterreihe wie immer aus 3 Stäbchen. Das Ganze sieht so aus: 3 leere Kästchen, 3 volle, 3 leere Kästchen. Und wir machen alle Kanten genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 2 Stäbchen in eine Masche und wir wenden die Arbeit. Wir häkeln wieder das Ersatzstäbchen. Noch ein Stäbchen in die erste Masche. Und ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen und wir häkeln 2 leere Kästchen,
und wir verbreitern wieder das Motiv auf 4 volle Kästchen. Und wir häkeln eine Luftmasche, 2 leere Kästchen und in den Ecken kommen 5 Stäbchen zusammen. Und wir machen alle Kanten gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben 2 leere Kästchen, 4 volle Kästchen, 2 leere Kästchen und die Reihe endet mit 3 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln den Anfang der Reihe, so wie es der Musterreihe entspricht. Und wir befinden uns in einer ersten Musterreihe und jetzt hat das Motiv 4 volle Kästchen und jetzt reduzieren wir wieder auf 3 volle Kästchen. Das bedeutet, wir häkeln leere Kästchen bis zum Motiv. Hier häkeln wir ein Stäbchen auf das erste Stäbchen. Wir haben 3 leere Kästchen, wir häkeln noch eine Luftmasche, sodass ein 4. Kästchen entsteht und wir häkeln nur noch 3 volle Kästchen . Eine Luftmasche und ein Stäbchen auf das 3. Stäbchen des vollen Kästchens. Wir erhalten wieder 4 leere Kästchen bis zur Ecke und die Ecke besteht aus 3 Stäbchen. Wir haben in dieser Reihe 4 leere Kästchen, 3 volle Kästchen, 4 leere Kästchen. Und das machen wir bei allen Kanten gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 2 Stäbchen in eine Masche. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln das Ersatzstäbchen, ein Stäbchen in dieselbe Masche, ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen und jetzt ergeben sich 5 leere Kästchen. Das 5. entsteht jetzt und nur noch 2 volle Kästchen. Und wieder 5 leere Kästchen bis zur Ecke und die Ecke besteht aus insgesamt 5 Stäbchen und wir machen alle Kanten genau gleich. Und am Ende der Reihe
sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wir haben 5 leere Kästchen, 2 volle Kästchen, 5 leere Kästchen. Ganz wichtig, innerhalb des Motivs haben wir keine Luftmaschen, außerhalb des Motivs haben wir immer Luftmaschen, damit leere Kästchen entstehen. Und wir wiederholen nun erstens die 2 Musterreihen. Das bezieht sich auf die Zunahmen und die Ecken. Es sind immer dieselben 2 Reihen. Und zum Zweiten wiederholen wir das Motiv. Das Motiv besteht aus 6 Reihen. Jetzt kommt wieder die Reihe mit einem vollen Kästchen hierher, dann wieder das Motiv verbreitern auf 4 volle Kästchen und dann wieder schmaler werden lassen. Und das sind insgesamt 6 Reihen. Das heißt, sinngemäß wiederholen wir die Reihen 10 bis 15. Und wie lange ihr das machen müsst, seht ihr in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück. Meine Passe hat die benötigte Größe erreicht und jetzt erkläre ich euch, welche Maße ihr nehmen müsst. Wir brauchen 2 Maße. Das wichtigere Maß ist die Ärmelbreite. Ich habe hier bereits die Ärmel markiert. Noch einmal zur Wiederholung. Das sind Vorderteile, diese 2 sind Ärmel und diese beiden Segmente bilden das Rückenteil. Und ich habe für die Größe 40-42 eine Ärmelbreite von ca. 31 cm. Wir messen vom Maschenmarkierer zum Maschenmarkierer und der Maschenmarkierer ist im mittleren Stäbchen dieser 5 Stäbchen. Wichtig ist, wir haben immer beide Musterreihen gehäkelt. Wir haben also an den Ecken 5 Stäbchen. Das zweite Maß ist die Passenhöhe. Bei diesem Maß handelt es sich um Richtwerte. Wie gesagt, das wichtigere Maß ist die Ärmelbreite. Die Passenhöhe messen wir vom Anfangsring hinaus zu einem Maschenmarkierer. Und wenn ihr diese Maße erreicht habt, könnt ihr eine Anprobe machen. Beim Motiv könnt ihr an einer anderen Stelle sein, weil wir hier nicht mehr alle dieselbe Reihenzahl haben. Das Motiv einfach immer weiterführen. Und für die Anprobe klappt ihr die Jacke so zusammen, wie sie später getragen wird. Die Maschenmarkierer müssen genau aufeinander passen. Dann steckt ihr einen Maschenmarkierer durch beide Teile durch und dann könnt ihr hineinschlüpfen. Und wenn es noch zu knapp ist, 2 Reihen hinzufügen, sodass wir immer beide Musterreihen haben. Und wenn die Anprobe erfolgreich war, dann können wir die Ärmel abteilen und in dieser Reihe bitte genau aufpassen, denn wir verändern gleichzeitig die Form der Jacke, indem wir die Zunahmen auflösen. Ich beginne wie immer mit dem Randstäbchen und jetzt häkle ich in die 2 vorhandenen Stäbchen einfach 2 Stäbchen, sodass wir am Rand 3 Stäbchen haben. Dann häkle ich bis zum ersten Maschenmarkierer. Wie gesagt, beim Motiv könnt ihr hier an einer anderen Stelle sein als ich. Einfach das Motiv immer in gewohnter Weise weiterführen. Und wenn ihr beim Maschenmarkierer angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe
beim Maschenmarkierer angekommen. Hier haben wir die Fünfergruppe und wir landen auf dem ersten Stäbchen der Fünfergruppe. Wir häkeln eine Luftmasche, wir holen einen Umschlag und stechen in die Masche ein, wo der Maschenmarkierer drin ist. Wir überspringen den Ärmel und stechen auch hier in die Masche ein, wo der Maschenmarkierer drin ist. Und wir häkeln das Stäbchen durch beide Maschen durch. Die Maschenmarkierer könnt ihr dann entfernen. Wir häkeln sofort wieder ein leeres Kästchen auf das 5. Stäbchen dieser Fünfergruppe und wir häkeln mustergemäß bis zur rückwärtigen Mitte. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin in der rückwärtigen Mitte angekommen. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt. Hier haben wir jetzt nur noch leere Kästchen. Und auch hier landen wir auf dem ersten Stäbchen dieser 5 Stäbchen. Wir häkeln eine Luftmasche, ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche, noch ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen aufs 5. Stäbchen. Somit haben wir in der nächsten Reihe hier 3 leere Kästchen. Und wir häkeln bis zum nächsten Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder beim Maschenmarkierer angekommen. Wir häkeln eine Luftmasche, wir stechen in die Masche mit dem Maschenmarkierer ein, wir überspringen den Ärmelteil und stechen auch beim zweiten Teil in die Masche mit dem Maschenmarkierer ein und wir häkeln das Stäbchen durch beide Teile durch. Dann häkeln wir eine Luftmasche und sofort wieder ein leeres Kästchen. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe häkeln wir, so wie am Anfang der Reihe, 3 Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit. Es gibt noch keine schöne Seite der Jacke. Ihr könnt die Jacke im Moment so drehen, wie ihr wollt. Wir starten immer mit dem Ersatzstäbchen und noch 2 Stäbchen nebeneinander und wir häkeln mustergemäß bis zur rückwärtigen Mitte. Unter dem Arm sind nur noch leere Kästchen. Und wenn ihr bei der rückwärtigen Mitte angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der rückwärtigen Mitte angekommen. Hier haben wir dieses V gehäkelt und hier häkeln wir jetzt einfach 3 leere Kästchen. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit 3 Stäbchen am Rand, so wie sie begonnen hat. Und diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, wird nun
stets wiederholt. Das Motiv immer weiterführen, so wie es bei euch eben dran ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr in der rückwärtigen Mitte dieses mittlere Kästchen markieren. Und wenn ihr mit dem Motiv in dieser entsprechenden Reihe seid, wo das Motiv nur ein volles Kästchen hat, könnt ihr hier ein neues Motiv einfügen und bis zum Ende der Jacke durchziehen, parallel zu den anderen. Und wir häkeln die Jacke jetzt gerade hinunter. Wir haben alle Zonamen aufgelöst. Es ist im Prinzip immer dieselbe Reihe, nur das Motiv, da müsst ihr natürlich darauf achten, dass es immer weitergeführt wird. Und wie lange ich die Jacke mache und wie wir dann am Ende verfahren, das seht ihr in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe in der rückwärtigen Mitte gemessen, circa 74 cm. Ich habe insgesamt 8 Motive gemacht und am Ende habe ich noch eine Reihe leere Kästchen darüber gehäkelt. Ihr könnt aber auch mehrere Reihen leere Kästchen häkeln, wenn die Jacke noch ein bisschen länger werden soll, sich aber kein ganzes Motiv mehr ausgeht. Und wenn ihr die gewünschte Länge erreicht habt, dann dreht ihr die Jacke so wie ich und diese nächste Reihe an den vorderen Kanten entlang ist dann eine Reihe auf der schönen Seite. Ich häkle zuerst eine Luftmasche und um das erste Randstäbchen häkle ich eine feste Masche. Um das nächste Randstäbchen häkle ich 3 Stäbchen. In die nächste Lücke eine feste Masche. Immer von Reihe zu Reihe springen. In die nächste Reihe häkeln wir wieder 3 Stäbchen. Und in die nächste Reihe eine feste Masche. Und hier oben beim Anfangsring hier geht es sich entweder so aus, dass in diesen Ring eine feste Masche kommt oder 3 Stäbchen. Das hängt davon ab, wie viele Reihen leere Kästchen ihr gemacht habt. Und wenn wir am unteren Rand der Jacke angekommen sind, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen und hier häkle ich in das erste Stäbchen, also nicht um das Stäbchen, sondern in den Kopf des ersten Stäbchens 3 feste Maschen. Dann in die nächsten 2 Stäbchen jeweils eine feste Masche und dann häkle ich in jede Lücke eine feste Masche und in jedes Stäbchen eine feste Masche. Und wenn wir rundherum gekommen sind, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und in die letzte Masche häkle ich 2 feste Maschen. Eine feste Masche haben wir am Anfang der Runde gemacht und in diese schließe ich mit einer Kettmasche zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam.
Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt an die Jacke dran gehäkelt, gerade hinunter, und das Motiv habe ich einfach weitergeführt. Und wie das gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Im Moment befinde ich mich auf der schönen Seite der Jacke. Das erkennt ihr an der Abschlusskante. Auf der Vorderseite sind die Stäbchen glatter als auf der Rückseite. Und jetzt müsst ihr hier schauen, ob die letzte Reihe eine Reihe auf der schönen Seite war oder auf der Rückseite. Bei mir ist die letzte Reihe eine Reihe auf der schönen Seite und deshalb drehe ich die Jacke um und beginne den Ärmel auf der Innenseite. Wenn die letzte Reihe eine Reihe auf der Rückseite war, könnt ihr auf der schönen Seite beginnen. Ansonsten funktioniert das genau gleich. Wir beginnen unter dem Arm. Ich steche ins mittlere Stäbchen dieser 5er Gruppe ein. Ich hole den Faden durch. Ich mache einen Knoten. Ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle in dieselbe Masche das Ersatzstäbchen und dann häkle ich ein Kästchen über die nächsten 2 Stäbchen, dann auf jedes vorhandene Kästchen wieder ein Kästchen, und beim Motiv müsst ihr schauen, wo ihr seid und einfach das Motiv weiterführen wie bisher. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Hier seht ihr wieder die 5 Stäbchen und hier häkle ich über diesen 3 Stäbchen noch ein Kästchen, dann noch eine Luftmasche und ich schließe mit einer Kettmasche in das Ersatzstäbchen zur Runde. Auf diese Weise entsteht unter dem Arm noch ein Kästchen. Dann häkle ich eine Luftmasche und wende die Arbeit, und ich wende nach jeder Runde und dann einfach hier ein bisschen rückwärts stechen in das untere Stäbchen, wieder das Ersatzstäbchen häkeln und dann wieder Kästchen häkeln bis zum Motiv, das Motiv weiterführen und immer dieselbe Runde wiederholen und wie gesagt nach jeder Runde wenden, damit der Rundenübergang gerade wird. Und ganz zum Schluss häkelt ihr noch eine Reihe feste Maschen, so wie unten bei der Jacke, und diese Reihe würde ich auf der schönen Seite häkeln. Und für die Länge des Ärmels schreibe ich euch einen Richtwert oben in die Ecke. Und wenn ihr beide Ärmel gemacht habt, ist unsere tolle Jacke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video.
Eure Karin aus dem Ländle.